Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Wir nehmen einfach dieses Hönnetrail her und machen einige Videos, was einfach geil da ist. Wen habe ich neben mir? Volker 2, ehemalig Volker Hausberg. Ich erzähle für ihn, weil sonst quatscht er mir zu viel. Wir haben uns kennengelernt in Langensteinbach 2005. Da damals die Battle of Twins waren, das echt das einzige verwertbare Medium, in dem ich rausgekriegt habe, wo ich mit meinem Boxer hinfahren kann. Also habe ich diesen Erik Höchst angeschrieben und habe gefragt, ob ich mit meinem Boxer auch hinfahren darf. Bin gut aufgenommen worden von ihm, hat gesagt, kannst jederzeit kommen, habe es nicht gefunden, habe auf dem örtlichen Fußballplatz übernachtet. Zwischen dem Tor habe ich mich reingehängt mit dem Hängeschlafsack, weil nach Langensteinbach raus muss man unter einer Brücke durchfahren. Da steht wirklich, hier geht's zur Strecke. Das sieht man aber nachts irgendwie nicht, ne, wenn man aufgeregt ist. Leider nein. War echt komisch, ich war völlig allein unterwegs, 29 Jahre. Mein Kumpel hat kurz vorher abgesagt. Habe ein ganz komisches Gefühl gehabt, wenn ich da hinkomme. Lauter so Enduro-Fahrer, ne? Alle, die irgendwas können. Bin dann in der Bewegungsgruppe Volker gestartet und habe mit ihm zusammen ein wunderschönes Wochenende verbracht. Was dabei rauskommt, ist eine ewig lange Freundschaft. Das sind jetzt schon bei einige Jahre, wir waren 18 Jahre schon bald, ne, die wir uns kennen. Ich habe sogar an seiner Hochzeit, an seiner ersten Hochzeit war das, oder? Das erste war lebensfertig. Die zweite schon? An der zweiten Hochzeit teilnehmen dürfen. An der richtigen. An der richtigen Hochzeit, genau. Ja, wir stehen hier vor seinem Motorrad. Das ist keine SWT, das ist eine HPN, weil du hast es ja schon länger betrieben als ich, den Sport. Als ich dich kennengelernt habe, bist du schon einige Rallyes gefahren gewesen. Ja, ich bin in gefahren. Im Enduro-Rallye Cup warst du der Gewinner? Zweimal Klassensieg, tatsächlich. Ja. Also der deutsche Meister? Nein, um Himmels Willen, das nicht. Doch, das nicht. Damals war das als Meisterschaft anerkannt. Deutsche Meisterschaft der 4 Stunden Enduro damals, ne? Rallye Cup. Nee, 2 Stunden. 2 Stunden oder was? Klassischer Modus war teilweise Wertungsprüfung und Verbindungsetappe. Ne? Gezeitet und mit in der Kategorie ist man dann der Meister. Wie auch immer. Das ist eine HPN gekauft. Als Rahmenkit, das ist ein HPN Sport Rahmenkit gewesen. Ich konnte also zwischen dem letzten Rennen der einen Saison und dem ersten Rennen der nächsten Saison vereinbaren, dass HPN mir den Rahmen aufbaute, während ich mich um Motor und Getriebe gekümmert habe. Der Rahmen ist klassisch verstärkt mit den üblichen Knotenblechen. Da ist nichts Wildes dran umgebaut, außer dass natürlich die große Gabel reingekommen ist. Das sind 300 mm Federweg auf einer 48er Durchmesser Gabel. Und eine 1100er Schwinge, Zentralfederbeinumbau, eigentlich das Repertoire, das HPN gerne so anbietet oder üblicherweise so anbietet. Das Heck ist von Q-Tech und eine ganze Menge Peripherie ist natürlich von dir. So wie das Y-Rohr und so weiter und so weiter. Ne? Also viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Also es ist ein riesen Konvolut an Spezialteilen, so wie es Geld reichte und so wie ich das umsetzen konnte. Wie alt warst du damals, als du das aufgebaut hast? Ja, ich habe ja im zarten Alter von 39 Jahren habe ich ja begonnen, Enduro-Rennen zu fahren und bin erst mit Serienfahrwerk gefahren. Dann hatte ich vorübergehend die Kartuschen drin, die man nachkaufen konnte von BMW. Das hat schon ein bisschen die Schmerzen gelindert, aber ich war immer schneller als das Fahrzeug. Und dann muss ich schon über 40 gewesen sein, als ich sie endgültig umgebaut habe. Ja, und da spielte auch sowas eine Rolle wie mein Wunsch, mal eine Rallye zu fahren. Dann kam die Kroatien-Rallye ins Spiel 2005. Und wir sind ja mal German Cross Country gefahren. Das war für mich eine schlimme Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. So viele gaskranke Motocrosser und dann dieser Massenstart. Da bin ich eigentlich emotional nicht für gebaut. Ja, aber es war damals eigentlich eine heiße Community. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr da draußen hinter der Kamera. Es gab nicht so viele Foren. Es gab zwar Internet, aber nicht in dem Ausmaß. Also wir haben uns da gut organisiert. Von diesem Rennen, muss man jetzt sagen, das ist jetzt schon so lange her, sind schon welche gestorben. Den Rainer gibt es schon nichts mehr, ne? Den Bäckermeister aus Nürnberg. Also das ist einfach, die waren auch da, der war da damals schon alt, ne? Und halt wahrscheinlich Krebs und was es alles gibt. Und da war die Organisation noch schwierig. Ja? Wir haben das so gemacht, wir haben an einem Telefon gewählt und haben einen Zeitpunkt verabredet. Nicht mit WhatsApp,
nicht mit Telegram, nicht mit SMS, sondern es war eine Zeit. Und es ist komisch gewesen, wir hatten uns damals dann auch alle getroffen. Ne? Und wir hatten uns auch alle lieb. Ja, und hatten uns gefunden auch. Ne? Kein Hate Speech. Ja. Und das war einfach die geile Sache. Und auch so aufgenommen zu werden in dieser Battle of Twins. Ja. Ich meine, der Erich hat privat wahrscheinlich was anderes zu tun. Die Seite wird heute nichts mehr gepflegt. Das gibt noch mal, ja, das gibt ein paar schöne Bilder noch dort und so. Aber die ist überholt. Aber diese Community, die man damals gefunden hat, findet man heute ganz schwer noch so. Ja, ist schwierig. Das ist schwierig so zu verabreden. Wobei exemplarisch, ich finde Hönnetrail und wo ich auch gerne hinfahre in Vosswinkel, wo ich dieses Jahr unbedingt hin möchte, ist natürlich auch Neues Enduro und Wupp Enduro, weil ich die Leute kenne. Und im Haselrodeo darf ich wieder ein bisschen mitspielen und ein bisschen mitorganisieren. Da gibt es auch immer noch diese Gruppen, die sich immer wieder treffen. Ja, aber du kannst es nicht vergleichen. Guck mal, du bist jetzt heute über 39 schon. Und damals sind wir halt ADAC Rallye Cup gefahren. Ja. Wir sind German Cross Country gefahren. Versuchen wir heute einem 25-Jährigen zu erklären, mit so einem Eisenhaufen so Rennen zu fahren. Ja. Die melden sich an und haben so einen großen Mund. Ich habe das mit 1100ern schon erlebt und fahren in A-Bergen eine gerade Strecke und du siehst die nichts mehr bis zum Ende des Rennens. Ja, voll rausgefahren. Ja, klar, klar. Ja, das ist. Aber wir hatten damals einfach eine Zeit vereinbart und da waren 100% von denen, die gesagt haben, da. Und das hat Spaß gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht, absolut. Und jetzt hat sich das Motorrad ja wirklich ein ganzes Leben lang begleitet. Bei dir hat sich einiges geändert. Ich habe ja das mit der Hochzeit angesprochen. Umzug, eigenes Haus und so. So einen Schatz gibt man nicht her. Und das war eine Basic, ne? Ja. Das muss man sich vorstellen. Das ist Kulturgut, was da steht. Ja. Basic sagt dir nichts, aber das war die letzte Baureihe, 800 Kubik. Ja. Ich hatte nichts anderes. Was soll ich tun? Ja. Ne? Wie viele Kilometer schätzt du, dass der Ast drauf hat? Ich meine, die letzten Jahre ist er ziemlich geschont worden. Ja gut, 7 Jahre in Rennen misshandelt worden und jetzt geschont, da hast du recht. Aber ich fahre gerne, deshalb auch der große Tank. Ne? Ich fahre gerne hier durch meine alte Heimat im Sauerland und meine Nachbarn genießen es, wenn ich vorfahre. Und ich konnte mit meiner komischen Getränkedose da vorne, habe ich ja immer nur getankt. Ne? Also alles in allem glaube ich, dass die jetzt auf die 50.000 zugeht. Ne? Ich meine, man muss sich das vor Augen halten. Wir haben inzwischen 12 Motorräder. Ich fahre ganz unterschiedliche Fahrzeuge so zwischendurch. Da sind auch so japanische Zeichen dabei, japanische Schriftzeichen. Ja, aber auch seltene Engländer. So, ich meine, technisch ist ziemlich viel erwähnt worden. Ich gehe es nochmal durch für den Johannes. Wir fangen vorne an mit dem Original Vorderrad, kreuzgespeicht. Upside-Down-Gabel, White Power 48 mm mit HPN-Füßen, mit einer HPN-Gabelbrücke, mit der HPN-Rahmenverstärkung. Dann Hudek-Heck vom Rudi Kallenbach. Eine Serien 1100er Schwinge mit einem kleinen 18 Zoll Reifen, ziemlich niedrig. Da müsste man nochmal Upgrade machen. Hinten ist es auch ein Ölinsdämpfer. Ne? Ja. Bremsseilhöherlegung von uns. Eine der ersten Modelle mit dem großen Tank von uns drauf und den Fußrasten, die wir damals modifiziert haben, das waren Zapffußrasten. Jetzt hoffe ich, dass wir da noch ein paar Bilder draußen im freien Feld bekommen. Ich danke dir für die schönen gemeinsamen Jahre bis jetzt und freue mich auf heute einen schönen Abend und morgen ein schönes gemeinsames Zusammenessen. So sieht's aus. Hoffe, dass du jetzt viel Spaß hast und dass die Mühle diesmal fährt. Das letzte Mal waren viele Elektroprobleme. Hast du das alles ausgemerzt? Das war beim vorletzten Mal, ne? Oder vorletztes Jahr, da habt ihr ja nur an meinem Tisch geschraubt, ne? So, aber bis der Fehler dann gefunden war... War ein Haufen Sprit gespart, ne? War ordentlich Sprit gespart, das ganze Jahr. Ja. Greta applaudiert. Ja. Also für alle Klimakleber, wir geben uns die Hand. Danke schön, Volker. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram. Bist du auch schon dran? Ja, ne? Nein, aber like mich trotzdem. Facebook, TikTok, Tinder oder wo auch sonst. Nee, das Tinder lassen wir aus. Ne? Nach links wischen. Macht die Glocke an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad von SWD Sports. Ich glaube, du kannst die nächste Zeit einfach